Hopefully having some highlights where you throw 7 to 8 interceptions. Montag 20 Uhr wieder einschalten. Go Raiders! Herzlich willkommen, Montagabend, Pirates Cove. Wir sind wieder hier bei uns in unserer Office-Höhle, haben die Jalousien zugemacht und wir haben einen unglaublich guten Gast. Aber zuerst erstmal Hallo an Sean Shelton. Me first. Hello, how are you? You first. Yeah. America first. Hello, Sean! Hello. Hope everybody's doing well. Ein riesengroßes Hallo und herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, Vincent Müller, Mr. Pick6. Applaus, Applaus, Applaus. Among other nicknames. Yeah. Sogar im Hemd, genau. Feierlicher Tag, heute im Hemd. Ja. I didn't get the memo. Me neither. But you really brought that for the show. Yeah, That's I just specific. changed Yeah. before. I wanted to bring the shorts, but my girlfriend wouldn't let me out of the house with them. So Which shorts? shorts, jeans shorts. Ah, it would be nice to see. My partner doesn't control anything that I do. Well, good for you. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr seid gut drauf, weil wir sind's schon mal auf jeden Fall. Nicht nur, weil wir am Wochenende ein unglaublich tolles Spiel gewonnen haben, sondern auch, weil Montagabend ist, Twitch-Show, Raiders geil und Sean zeigt schon, wir waren die Sieger! am Wochenende und werden ganz viel darüber reden und uns Videos anschauen und vor allen Dingen werden wir mit Vincent Müller, unserem heutigen Gast, das Spiel analysieren, auch über seine persönliche Leistung reden und dann natürlich ein langes und großes Interview über dich, deine Karriere, dein Weg als Raider und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Wer es nicht weiß, der Vincent ist ja auch so ein bisschen als die Witzkanone, sagt man ja im Team. Ne? Da brauchst du jetzt gar nicht mit der Stirn runzeln. Du bist ja eigentlich so der Lustige. Also hoffentlich werden wir ein bisschen deinen Humor heute... A joke cannon? I didn't prepare any jokes. A joke cannon. I choke in games. I suck. Okay. Danke, Paul. Na, That was supposed to be a joke. You complimented his funniness and then he starts off with this. I can also say he's a clown, but that's not true, you know? And I that's don't kinda know the name derogatory. between clown and joke machine. I have my moments. Ich bin ab und zu lustig, okay. Ja. Lass mal so. Lassen wir es so. Gut, jetzt erstmal nach diesem doch recht rasanten Intro kurz durchatmen. Wir haben es schon erwähnt, wir waren die Sieger am Wochenende. Wir hatten ein spannendes Spiel, glaube ich. Wer es gesehen hat, hat sich hoffentlich erfreut an dem Ergebnis, weil wir haben mit... Blocho, was ist jetzt LOL hier? Das muss er erklären. Wir haben ein Spiel gehabt und wir haben gewonnen und wir haben gegen die Milano Siemen gewonnen und gespielt. Genommen, ja, haben wir sie auch. In der CEFL. Und ja, ihr seht es hier, 41:14, es ist sogar noch rot markiert und wir gehen auch mal gleich auf die Stats. Wer es nicht gesehen hat, zur Halbzeit stand es, Sean, how was the halftime score? 35 zip. And that's probably also why we invited somebody from the defense tonight, because the defense did a really, really good job. Ja, immer. Well, no. Yeah. Yeah. Vince, This year. This year we're awesome. Yeah, this year. Vince, what was the key to success for the defense in the first half to keep them to 0? D-line. D-line? Our D-line was just, swallowing them up. Yeah. Everybody was watching the game, yeah. I mean, we had Schabek, we had Wild and Butz and Peanut. All of the guys, they just, brought pressure and 0 points. So I see. it was easy for you as a defensive back Yeah, because, hey, making my life easy. perfect. You had your moments, but before we come to this, Sean, 35 points in the first half against Milan. I think everybody from us expected a different game, Yeah. at least closer. And it was, for me, surprising how
how good the offense clicked at that Saturday. How was your feeling as the quarterback in that moment when you stepped on the field? You saw them. How was your pregame feeling? And then how was your feeling at halftime after 35 points? Yeah, I mean, we can only claim 28 as the offense. True, so we got some help. But to score touchdowns on the only 4 drives that we had was pretty important for us, something we haven't done all year. And I was nervous before the game, to be honest. I know what an international tournament game can be like, and it's not that Milano is a bad team by any sense. Every team that we play in the CEFL most of the time is really good football teams. It's just how well we play, and we hadn't been playing that well, at least consistently. There was always something that was in the way. Nothing was that rhythmic or consistent. And some words were said before the game, and I think the offense decided that it was time to start. As stupid as that sounds, it was time to start playing better. Yeah. And I think in the games before we were scared to make mistakes and played with nervous energy, and I didn't feel any of that on the field, and that's a huge part of why it looked the way it did. Is because I think you had 11 guys that were playing confidently, and that changes everything. Perfect. And then good things are happening. Yeah. And we scored 28 points. And it already got mentioned by Sean and also now in the chat. The interception from Vince gave goosebumps. And then Ramsey said, yeah, Inception was a nice movie. I think, Magic, you're talking about the interception and not Inception, the movie. And Vince looks very handsome. Blow Joe, thanks for that comment. Danke, Joe. Hit me up later, baby. Magic Interception, genau. Kann ja mal passieren. Ramsey, sei nicht so kritisch, aber wir sind ja hier alle lieb und nett miteinander. Kommen wir ganz kurz zu den Stats, bevor wir dann auch wirklich in die Highlights gehen. Sean, good. Was solid, good game. Is that a perfect passer rating? That's... No. No, I think 56 is perfect. 56.8 or something like that. Jeez. No, really, I mean, I didn't even have a better completion percentage to Leo Sylvester, huh? Yeah. Oh, okay, Lilo. Someone likes the Looney Tunes there. And Defense, Vincent Müller, 2 Solos und der Pick 6. Only 2 tackles, huh? Yeah. Yeah. Yeah, because our D-line, look, I mean... And Rari, yeah. I forgot Ferrari. He had 3 TFLs is pretty good. Yeah. A really good game, yeah. And our defense was really, really, really good. Ready, wie auch immer dein Name ist, da können wir dann vielleicht später noch, bevor wir dann zum Interview mit Vincent kommen, drüber reden. Das kommt dabei raus, wenn man einfach eine brutal gute Mannschaft hat in Innsbruck. Ja, auch ein Punkt. Also die Ready da, wer es jetzt gerade nicht gelesen hat, mit seinem Kommentar, dass es bedenklich ist, wenn auf europäischer Ebene so ein Score passiert, und man darf ja nicht vergessen, das andere Spiel ging sogar noch höher aus. 82-7 haben die Vikings gegen die Serben gewonnen, und ja, aber darüber reden wir später. Was wir jetzt machen wollen ist, damit es jetzt ein bisschen lustiger wird, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal die Highlights an, und weil der Wunsch war letzte Woche, oder vor 2 Wochen, dass wir dabei bleiben und mitreden, haben wir auch jetzt das Bild drinne gelassen, und ihr hört jetzt den Sound, und wir reden einfach drüber. Wenn was zu laut oder zu leise ist, dann sagt's das. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Highlights-Film ab. So, Raiders TV, wer es nicht abonniert hat, unbedingt abonnieren. Sebastian Schader mit der Fahne. So, die Italiener natürlich, stolze Italiener, Nationalhymnen gab es, die Fahnen wurden geschwenkt, und dann ging es auch schon los. Und Raphael Bellici. I love this guy. Great cut there. No, awesome. Yeah. I love him and hate him at the same time. Yeah. But that dude plays with 0 fear.
14 Mal und jetzt kommt er. Zack. Und das war ein ziemlicher Laser, gell? Den hast du ziemlich. Das war klar locker geworfen. Das ist gut abgeslappt. Ja. Da sieht man die Dominanz von Verliehen. Und was man nicht vergessen darf, Mailand mit vielen kleinen Fehlern auf die Straße, die haben das sehr schwer gemacht. So wie das hat das Jetzt haben wir einen toller One-Hand-Catch hier vom Schneidi, haben wir jetzt verpasst. Dann Träger über die Mitte nach der Halbzeit und als von Schar hier Wahnsinn Force-Bumble. Man sieht da, was der Vincent gesagt hat, die Dominanz von Verliehen war wirklich spürbar. Ja, Abschneider auch wieder mit einem tollen Spiel. John Washington ist am ersten Platz auf dem und hinten raus. Hinten raus, dann auch noch mal die. Das ist pretty good. It was kind of strange. Die schönste Formation, Victory Formation, and Chase, das Spiel gewonnen. Die Mailänder mit einer Niederlage wieder nach Hause geschickt und demnach sind wir eine Runde weiter und das bedeutet, dass wir gegen den Gewinner von Vikings Wild Boars spielen werden und das Ganze schon am 29. Mai, in 2 Wochen. Hier in Innsbruck, Kickoff-Zeit wird noch kommuniziert, aber wird ein geiles Spiel, glaube ich, oder? Yeah, I mean, it was a bit surprising that high of a score in international competitions. Yeah. I mean, we've played the Wild Boars in the past, and they're not. I mean, it's been a while, right? I think it was 2017. I think in our first year, 17. I think it was 17, Yeah. and we played them in the championship, Yeah. which says something, right? Yeah. And a lot can change since then, especially with what happened last year. But if I remember correctly, they were a big physical team. They had some athletes. And to answer Reddy, I assume. There's different levels of play in Europe, and oftentimes the other team has really good players and really good athletes, which I imagine the Wild Boars did. But when you're used to playing a more simple version of football, you don't practice as much per week. You don't have as much professional coaching as maybe you have in Austria, which I think Austria does really well because most teams practice 3 times a week. Most teams have some type of professional coaching. It makes a big difference. And that's why I think Austrian teams do really well in international competition. And that's why it just shows what a level the AFL is for being, damn near purely amateur. Mhm. And I think it shows like this because even prior to us joining it, if I remember correctly, in 2016, the Graz Giants won the CEFL. Against Belgrade, yeah. Exactly. So there's just a quality of play difference, I think, that gets shown off when we and other Austrian teams play internationally. Ja. Walter Reiterer, you know him, right? From Football Austria. Oh, okay. Yeah. He is doing videos always on Sundays. Das Wort zum Sonntag on his YouTube channel. And it's worth watching it because he did good analysis about the European football situation right now and what these scores are showing to the people in football Europe, that Austria is good,
and the others are not getting really better because 2 years ago we beat Milan at their place 50-23. 50-23. And Walter showed all the scores from the last years. The Vikings played triangle 60-0 or something 2 years ago. Then the game, I think their semi-final in 2019 got cancelled because Helsinki didn't travel to Vienna. So this European leagues always have struggles, and it's really difficult to make it more competitive. I think a first great step now is that the German teams are back, because I think that's for sure. Germany and Austria, they both have the best leagues in Europe. Sometimes you have a good Spanish team, maybe, or a good French team, or maybe a good Scandinavian team. But in overall, the last 15-20 years, it's Germany, Austria. So what Walter said, which I agree absolutely, is the final. It's going to be an Austrian team, I hope us, against either Schwäbisch Hall or Kalander. And if it's against Schwäbisch Hall, then we're probably going to see again where is the measuring, you know what I mean? And but there is no, I don't have a solution to make that league more competitive. I would push back in a couple ways. You got to remember, we're the 1 seed, and we're playing the lowest seed available. So the quarterfinals between the 1st seed and the 8th seed or whatever it was, because Milan also lost to Träne last year. Yeah. So it's... Danke für dein Sub, Steppo. So this was a quarterfinal matchup with the 1 seed, which oftentimes is uncompetitive in whatever tournament you're playing against. And secondly, actually last year the CEFL final was very, very competitive, far more competitive than the ETC, the super final was, which is kind of, which was a Swiss team, and then we played another Austrian team, and it was less competitive. Yeah, true. So that's contradictory to what Walter's saying there, because... No, but non-Austrian team lost in European competitions in the last 3 years. Right, but Kalander was a far, far tougher opponent in that tournament than last year. And actually, Wroclaw in 2017 was a brutal game for us. True. Far tougher than most games we're getting in Austria. Even the At Wroclaw. At Wroclaw, exactly. And the Danish team was a good football team. It's just oftentimes it's schematics too. We're just used to playing a more complex game, and that's where we beat teams. It's a lot of it is preparation. And I think because I also read a little bit on the Milan Facebook page the comments from their fans and tried to translate them, and some of them wrote, you saw on the stream, you saw like big sponsors and stuff like this, and football I think is more known in Austria than it is in other countries, and more accepted maybe. We have, through all Austrian teams, we have good media coverage. Newspapers are writing articles. It's on national TV, the game of the week, and stuff like this. And of course, COVID didn't help anybody. The youth teams also got smaller, but there is a stable youth system over the last years. Steppo schenkt Jules Speer ein Abo. Danke, Steppo. Was ist denn heute los? Die Spendierhosen an. Dankeschön. So, maybe the gap between Austria, let's keep Germany out because we don't know. The last time a German team played an Austrian was us in 2016. Also, the context of which we played a German team is far different. Yeah. I mean, the rules, the teams. Just the complete theme. Yeah. I've never seen a German team since I've been in Europe play by amateur football rules. Yeah. Not really, right? Yeah. The GFL league is set up completely different than the AFL league. Yeah. So that'll be interesting with Schwäbisch. But we've played some really, really tough opponents in the CEFL. I don't want to make the competition bad. Maybe you got me wrong a little bit. No, I didn't. I like the competition. It's not your argument, No. is it? But I agree with certain points of Walter. I think the CFL is the best since years because there was such an instability between the IFAF and all these things.
So I think the CEFL brought structure into a European competition, and it's great. They have sponsors. They grew. They have a big support also on the Balkan region. They have the a little bit lower European competition. I think it's called the CEFL Cup. Yeah. Of course, nothing happens this year because Moscow and all these teams can't travel and COVID, and let's hope next year going to be great again. But in total, I like the competition. I love it, actually. No, that's. It sounded like Walter was that a little bit of his argument, and it's not wrong. It's not wrong. But my pushback would be is other clubs who operate like an AFL team outside of Austria, who put in the practice, who invest in professional coaching, have given us a run for our money. Which is Kalanda and which is Wrocław. And teams that operate under the same severity as the AFL clubs, that like makes a difference. Professional coaching. Exactly. Professional coaching, and you practice 3 times a week. Yeah, this It is where it shows. starts. And then clubs that don't do that, it also shows. Vince, du bist unser Gast, jetzt habe ich mit Sean die ganze Zeit geredet. Ja, passt schon. Was sagst du dazu, zu der CFL? Ja, ich finde die... waren das jetzt Englisch oder Deutsch? Doesn't matter. Okay. Ich finde die einzige Lösung, wie überhaupt Fußball in Europa noch wachsen kann und besser werden, ist, wenn man wirklich eine gesamteuropäische Lösung findet. Und für das ist die CFL jetzt echt ein ganz guter Ansatz. Zum mal starten und anfangen. Jetzt gibt es dann die ELF, da am Ball, mal schauen, was da rauskommt. Wie auch bei uns in Österreich, man merkt auf die letzten Jahre, dass einfach ein bisschen das Niveau stagniert und immer die gleichen Teams im Austrian Bowl sind, die letzten 3 Jahre auf jeden Fall. Not just Austria. Ja, in Deutschland genau das Gleiche, Schwäbisch Hall und Braunschweig und bei uns eben wir und die Vikings. It's almost every league there's a real lack of parity. In France it's Tonon and Paris, in Italy it's Milan and Parma. Yeah. So I think the only solution is like a European league. I would actually agree with that. I think a big problem for Milan, and what you can tell, is they're not used to playing at that level. Yeah, they win their games at home. Yeah, most games are not at that level. Yeah, and it's a little bit like when we were in the Big Six. Yeah, we were playing at an amateur football level, and then 2 or 3 times a year we were trying to play semi-professional, and it's just different. It's a completely different level of football. And I think that's really hard to adjust to and prepare for. Yeah, no, you're right. Vielleicht, wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen CFL und europäischen Thema habt, dann postet das rein. Ich würde dabei mal euch auf unser nächstes Video-Highlight schicken, und zwar Inside the Raiders, unsere Show immer rund um den Spieltag, produced bei Benny Radauer. Danke für deine Arbeit, unglaublich gut, wie du das machst. Findet ihr dann auch alles auf unserem YouTube-Channel, einfach auf YouTube SWARCO Raiders Tirol eingeben, abonnieren, wird alles im Laufe der nächsten Tage gepostet. Glocke anmachen, dann kriegt ihr immer die Notification, wenn ein neues Video da ist. Und deswegen hauen wir jetzt rein, Inside the Raiders. Ihr seht uns wieder, wenn was mit dem Sound nicht passt, einfach reinschreiben, ansonsten genießen, und wir quatschen vielleicht jetzt ein bisschen weniger, weil da sind noch Interviews. Also, let's go. Ja, heute ist das erste internationale Spiel, und ich würde sagen, dass wir uns auf jeden Fall sehr gut vorbereitet haben am See. Also es ist das erste Mal, dass ich gegen sie spiele. Aber ich glaube, dass wir genug Waffen haben, dass wir das Beste daraus holen können, Offense auf alle Fälle. Und ich freue mich einfach gegen die spielen, und ich glaube, dass wir heute noch, wenn es gut geht, einen Sieg rausholen. First game of object, take the field with some passion, with some pride, and bring home this dub, right? Start off with a special on 3, special on me. 1, 2, 3, special! Here we go, take the field. Kick off here, point on the other side.
Timmy, wo ist der Timmy? Weil die Frage aufkommt, warum wir ein Fußball-Set machen. Social Media bei mir das Tivoli-Stadion war besetzt, leider. Tobias Donati. Sonst Parmesano, Spaghetti, Allegro. Alles wir waren sicher, Jungs. Wir waren sicher. Okay, that's it. Hier, wir werden in Kürze die Referees am Spielfeld begrüßen, dann unsere beiden Teams. Im Anschluss dann gibt es dann, und auch der Helm wird da aufs Spielfeld getragen. Last but not least dann noch die Nationalhymnen für Italien und Österreich. Der Kommentors dann und schließend der Kickoff. CEFL Quarterfinal Innsbruck, SWARCO Raiders Tirol. Gegen I couldn't see anything. Smoke. Einer hat sein Handy verloren und ist dann auch Entschuldigung Leute für die Qualität des Radios, unsere Publikum-Auslastung hier zu hoch ist. Und gleich noch nicht stabilisiert. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Computer. Der schafft es nicht mehr. Sonst wir finden dann noch eine Folge. Let's go, boys! Six on three. 1, 2, 3. Six. Yes, sir! Weil das möchte ich euch jetzt hier nicht antun. Entschuldigung dafür. Ja, wir werden das versuchen zu fixen bis nächste Woche. Das heißt, wir müssen unsere Maschine vielleicht mal aufrüsten. Wenn ihr jemand noch einen Streaming-PC zu Hause hat, den er nicht mehr braucht, kann er uns den ganz zur Verfügung stellen. Or if anybody here owns a company that would sponsor us a streaming PC. Yeah, true. Or if you guys all put a sub in, we probably get enough income to buy a new streaming machine. Now we're talking. Sorry dafür. Werden wir fixen, kriegen wir hin nächste Woche, wird besser werden. Sorry, Benny. Aber auf jeden Fall nicht verpassen, auf YouTube abonnieren und dann könnt ihr es euch da anschauen. Um jetzt nochmal das ganze Thema mit der CEFL und dem Spieltag zu beenden, schauen wir nochmal ganz kurz rein in die CEFL, wie sie jetzt weitergeht.
Also ihr seht hier, das Spiel der Vikings ist gespielt, unser Spiel gegen die Siemen ist gespielt. Die anderen Quarterfinals, Schwäbisch Hall gegen Karlstad, genauso wie Kalander gegen Fehervar, was der ungarische Meister ist, wackeln wohl sehr, stehen zwar noch drin, aber sind noch nicht bestätigt, aber man hört, dass sie vermutlich nicht gespielt werden können. Bedeutet, dass Schwäbisch Hall und Kalander, weil sie höher gerankt sind, sofort ins Halbfinale rutschen, damit gegeneinander spielen und dann gegen den Sieger aus Raiders gegen Vikings spielen. Let's talk about this game. Raiders Vikings. What can we expect? What can I as a spectator, what can the Raiders fans expect from you guys defensively and also offensively in 2 weeks? Defense first. Oh shit, okay. Also ich meine, die erste Partie gegen die Vikings haben wir schon gespielt, zwar AFL, die knapp war, wo unser Verletzungspech so richtig angefangen hat in der Partie. Ja. Da haben wir allein in dem Spiel, glaube ich, 4 Leute verloren. Ja. 4, ja. Sowas. Und ja, jetzt sind wir gespannt, jetzt haben wir wieder viel, also wie gesagt, die Verletzten zurückbekommen und mit dem Wild und dem Putz eben noch einmal Verstärkung, vor allem in der D-Line. Also von uns erwarte ich mir, das ist jetzt mein Anspruch auch als Defense-Spieler und Captain und was auch immer, dass wir die Vikings nicht mehr Punkte machen lassen als Mailand. Mhm. That would be nice. Ja. Offensively? I hope we're able to carry the momentum over. You know, we really played poor offensive football, myself included. The last time we played the Vikings, and you know, the Vikings never make it easy, but I thought we also left things on the field that we could have executed better, and so you can expect a good defense. I mean, they're really good defense. Vikings are good. Yep. So if you don't execute well, they're going to take advantage of it. So we really have to play like we did in the first half, Yep. And eliminate small mistakes, eliminate mental errors, and execute at a high level. And if we're going to have a chance to win, obviously, and that's every game against a good opponent. It's the same. You got to prepare well and you got to execute well. Yeah. I, as a fan, expect the same from you as last weekend. High energy, Raider football. Yeah. With the heart of a fighter, or like the will of a fighter, of a Raider, because it's again do or die. Yeah. You don't have a second chance. Yeah. So leave everything there on the field, and I think that's. Yeah, I think the offense specifically, because I think the defense has been playing well all season. I think the offense specifically really turned a corner. Yeah. And hopefully we don't look back, and it's just like, okay, this is the way we do things now, and this is how we prepare, and this is how we execute. And it's not always going to be beautiful and pretty. No. I mean, even in the third quarter, some of the old mistakes that we had reared our heads with a penalty here and a drop ball here and a mistake here and there, and then we go from scoring out of 4 drives to 4 out of 6 drives. Yeah. And so all those things can happen, but minimizing those things is going to be key. And the cool thing is, what I really like is that we get better and better and better, and this is like what you should have in a season, right? Mm-hmm. Getting better from game to game, practice to practice, trying to make less mistakes, trying to get better in the things you already do good, and then good things are happening. That's football for dummies. Ja. Das Schlag oder mit Raider Football, das hat sich jetzt letztes Wochenende echt das erste Mal so angefühlt, dass wir echt wieder Raider Football spielen, so wie wir es gewöhnt sind und auch von uns selber warten. Yeah. That's what I like. The first drive, on off, like we are driving and was like 11 plays, 80 yards or 75 yards or whatever, because it was a touchback kick. Because that dude booted it. Oh he my played goodness. NFL. Yeah. No, he actually played. No, the ball came off his foot, and I go, oh, that's not being fielded. But to go 11 plays on your first drive is pretty good. Yeah. Da ist eine Frage. I got a question for QB1. Ja. Hit me, Joe. Joe. Schreib sie rein, wir werden sie beantworten.
Ich wollte jetzt gerade, was wollte ich jetzt nachschauen? Ja, und sonst zum zweiten Teil von einer Ding, oder? Sagst du, dass wir eben besser werden mit jedem Spiel? Ja. Was wir wirklich, weil wir echt viel Junge haben, eine neue Mannschaft und vor allem jetzt auch mit den Leuten, die jetzt dann auch eingesprungen sind, für die Verletzten. Und das ist echt richtig cool zum sehen, wie gut wie sie abgesteppt sind. Also wie die echt da ihre Spots übernommen haben, die Aufgabe und einfach jetzt echt richtig gut aufspielen. Cool, das ist auch wirklich sichtbar. Man hat es wieder vom Simon Pilger gesehen. Zweites AFL-Start, Simon Pilger, third touchdown. First international start. Last week was his first AFL start. So second men's start. Exactly. Third touchdown. Correct. Marco Schneider war wieder on point. Raphael Bellicci. Ja. Die O-Line. Dude, that guy is the best and the worst at the same time. Yeah. Raphael Bellicci. That's what makes him so But he's an athlete. Yeah. He's an athlete and he goes. And he goes. Yeah. No fear. No, zero. He just... And it's funny to see because he's not big, tall, and super strong. He's just the little face. From a mentality standpoint, not a mental standpoint, a mentality standpoint. He plays the way you should play football. Yeah, exactly. He plays the game the right way. Yeah. And it's with his hair on fire. Yeah. And the 6 catches for 81 yards, I think, was crucial. I mean, those little key screens with Schneider Marco blocking the hell out of their nickel backer, and we're picking up, and Rabensteiner doing a great job on the edge, and those 8 yards, 10 yards, 9 yards. It changed their defense. Yeah. It was so vital that we had those, and It that he gave more opportunities than for other players. It changed their defense. Yeah. They had to change what they're doing according because we were executing so well, because those guys were blocking. He was just catching the ball and going, and we were missing that a little bit. And you know, if you would have asked me in camp, if I would, in international quarterfinals, that Raphael Bellicci has 6 catches for 81 yards and caught like a pretty important touchdown to seal the Rangers game the week before, it's like not a chance. Yeah. But it's kind of and he. Let me talk about Rafi for a little bit. Okay, no, I'll give it to you. Rafi got so much crap all year, for myself included, like, because, you know, he was a new player and he came from the Gmunden Rams, I think, and like he just, again, he not comparative to Milano. Obviously, Milano plays a lot better football than Gmunden, but when you're not used to playing at the level of the Raiders, there's adjustment period, right? And Rafi's was slower than what everybody expected, particularly what we were asking him to do. And after the camps, he even changed to running back. And then he went down to R2. Yeah. And then we had all the injuries. He came back to KM as receiver. Then he moved to outside receiver against Prague, had huge catches on hitches, but still changed the game. And now he plays outside, inside, and running back by week 5, and was a major contributor in an international quarterfinal. And it's great to see, because I can remember when Raphael Bellicci called me and said, hey, 2 years ago. I remember his first rookie Monday. Yeah, he came to rookie Mondays. He drove from Gmunden on a Monday night or Monday afternoon to be here for a 1.5 hour session with you to learn about the Raiders. And then he decided to find a job here and to live in Innsbruck, because he said, my biggest dream is to be a SWARCO Raider Tirol. And he found a job. He lives here now since 1.5 years or something like that, and plays for us. And now in a really important role. In a really short time, he's earned a lot of people's respect. Yeah. Where he had close to none prior to that. And that's not me being an asshole, or a butthole, I should say. But the trajectory of him as a player and the growth he's made over the last 3 weeks, I mean, he's a positionless offensive player. When Romed was bleeding, you know who came in at running back? Raphael. If Davion's backup on the edge, Raphael. You know, first play of the game at slot, catches a screen for a first down. You know, he's Muik. Yeah.
in a 3-week period, he's become Moik, which is a huge compliment to him. Simon Moik, auch ein Receiver, den wir hatten vor ein paar Jahren, Moik. der sehr, sehr stark auf der Slot-Position gespielt hat. Viel in Motion, viele Screens, sehr viel Speed, Running hatte back sehr as well, athletisch. Running Back auch multiple einsetzbar gewesen. Stimmt, similar, it's similar really, type really, of player. Really, really impressive what he's been able to do. Congrats, Rafi. You know, on his Made first a big step. rookie Monday, or his only rookie Monday, he came and to end the practice, we did deep ball throws because I think we do that too. We were doing receiver that day, and I underthrew him on the first one because it's rookie Monday. And and you didn't put. I didn't probably warm up, and he took came off. back and. Yeah, of course he took off. He doesn't know anything different. And he came back and he was like, well, you know, Sean. Like, he was respectful, but he's like, you know, I assumed you could throw farther than that. And I go, okay, Rafi. Line your ass up, line your butt up again, and let's do it. And I threw this ball as far as I could. And I overthrew him probably by 10, 15 yards on the fade. And he came back and he said, oh, okay, that makes more sense. And it's funny, he actually brought that up to me the other day. He's like, do you remember my rookie Monday? I went, Rafi, I'll never forget it. Who's Joe? Yeah. John, did Joe play good? Brauchen wir eine Erklärung noch dazu. You know it? I'm not doing that. Okay. No. It already happened. I already said it. Oh, yo mama. Yep. Damn it. Huh? Nice. Hey, bravo. Bravo. Good for Kudos, you I guys. didn't got it. It's a stupid joke. It's and okay, say, hey, Paul. do you know Joe? And you say, Joe who? And I say, Joe Mama. Exactly. No. Bravo. Bravo. Okay. Ja. Gut. Stupid. So stupid. Weil es jetzt schon mehrmals gefallen ist, Rookie Monday. Ihr habt jetzt gerade gehört, was ein Raphael Bellicci über 1,5 Jahre vom Rookie Monday zum International CEFL Key Player gemacht hat. Es ist möglich. Wir haben jeden Montag Rookie Monday in unserer neuen Facility mit Vincent Müller und Marco Schneider. No name. Also von den Besten lernen. Offensively von Marco und defensively natürlich auch vom Vincent. Und Special Teams und Returns kann der auch, habe ich schon mal gesehen. Hast du schon mal gemacht, ne? Austrian Bowl vor 2 Jahren, so ein Return. Rangers vor 4 Jahren. Kickoff Return. That's your Touchdown. favorite play Ever. of all time, right? Ever. Yeah. I've never seen. It's like I'm second to you. In 2015, I had a touchdown run against Prague that I thought I was going to have a heart attack, and that was nothing compared How I looked to at the that sideline. 2016 or 17, I think. 17. 17 Rangers game. Yeah. I mean, you were done for the rest of the game, right? Yeah, I mean it was the fourth quarter. Right, but yeah, I was done. you couldn't play even I if you wanted to. was like when I arrived at the 15-yard line, I was cramping. Well, to set the tone, I think we put a hands team out. They kicked it hands deep, team, yeah. so you ran back, I got the ran ball, back like 30 yards. right, and then got the ball in and the end scored. zone. Exactly. And ran for like, I don't know, was it 170 yards? It was like Total. left, right, boop, boop, boop. And my man was dying on the It was sidelines. in Mödling, right? Yeah. In Mödling. I Good. even tried making a highlight, like on Huddle, clip was too and the long. clip is way too long. Couldn't even get half of it in. 37 minutes. Seconds, I should say. It's crazy. The only play that was longer was Stanley's fumble recovery in that game. Should we watch it now since we talked about it? I can't remember really. Let's see if we can find it. It would be 2000. Yeah. 2017. I don't know whatever if it it's. might I take. think I've looked for it prior. It is on. It is Is somewhere there? on Raiders TV. Yeah. So, I've looked for it before. Rangers for sure. 3 years ago. That would be it. Yeah. Somewhere towards. No, it's the end. 18. So 4 years ago. Okay, schauen wir mal, ob wir das jetzt hier finden, dann können wir uns das anschauen. It's too bad. It's too bad that the Inside the Raiders didn't work that well because I think I had a really awkward that interview should with my be- hands. You I did? didn't know what to do with my hands. Ricky Bobby. Oh, look at that powerful guy. Ooh. Or that powerful guy. Yeah. That game had so many highlights. Also, It was ridiculous. Yeah. There it is. Ah.
Here we go. Okay. Look at that hands team. What, they kick it from the custom? So. Ja, Also, wir reden jetzt hier, für die es jetzt nicht mitgekriegt haben, wir reden jetzt gerade darüber, weil Vincent Müller ja auch gut returnen kann und das im Rookie Monday euch beibringt. Schauen wir uns jetzt von 2000... Statement of the century, sorry to interrupt. Von 2017 SWARCO Raiders Tirol in Mödling soll es wohl ein spektakuläres Play gegeben haben und das schauen wir uns jetzt an. Hoffentlich hält die Leitung. Ja, Onside Kick Formation hier. Yeah, but it was like a cluster in the middle, right? Yeah, they wanted to kick it short, but the kicker just, I don't know. He went rogue. Yeah. Und jetzt... Look at the strides on this guy. Oh my goodness. And then the cutback right here, right? Yeah. Shut out. Just great blocks from everybody. Yeah. Bratton's going like And that's where I wild started still. cramping. Yeah, Here I yeah. started cramping. And then over. Yeah, dead. Also, das war... And if you keep watching the film, you could probably see Vincent on the sideline Just trying to lying get his there heart somewhere. rate, trying to get his heart rate under 200. Also das war das Highlight. Und wenn ihr sowas machen wollt, kommt zum Rookie Monday und lernt das vom Vincent Müller. The highlight doesn't. Montag really- 18 Uhr. Montag 18 Uhr, 18. American Football Zentrum Innsbruck. Wenn ihr Fragen habt und euch anmelden wollt, schaut auf unsere Homepage oder schreibt uns eine E-Mail an office@raiders.at. The highlight doesn't do the play justice though, because the energy on the sideline. I mean, it was by far the most electric play I've ever seen in my life. I think I've never been so excited during a game. During I the think play. you see to like watch that. Coach Sean is jumping up and down like Everybody, like a man. everybody's like, he's like, oh, because everybody's like, fall on it, and then it's like, what did he do? It's like, take a knee. No, he's not taking a knee. Oh, here we go, boys. He's in the sideline. And then everybody's just kind of like, oh my God, he's gonna do it. He's gonna do it. It was awesome. And at the end, the touchdown. Yeah. Perfect. And then the ambulance. Yeah, I think that was my first return touchdown as a Raider. I'm not sure. Might have been. First Whatever. of many. First of a couple of one. Yeah. Vincent, kommen wir jetzt ein bisschen mehr zu dir und deiner Geschichte und deiner Karriere als Raider. Perfekter Übergang also. Perfekt, oder? Also jetzt haben wir jetzt Highlights vom Wochenende gesehen und Highlights jetzt von vor 4 Jahren und dazwischen gibt es auch noch ganz viele Highlights. Die könnt ihr euch alle auf YouTube anschauen, auf Raiders TV oder auf unserem Channel. Und Vincent, meine erste Frage, die ich jetzt immer so gestellt habe, erzähl mal was über dich. Erzähl mal, wer du bist, wo du herkommst und was du eigentlich so machst. Danke fürs Spezifizieren, ich hasse die Fragen. Erzähl über dich. Ja, ich gehe aufs Klo jeden Tag. Ja, komme aus Vorarlberg, aus dem schönen Bludesch. 95 geboren, wer es wissen will, wieder vom Sternzeichen. Eben, habe halt... It's so hard to talk about yourself. I hate it. Okay, then I ask the question directly. Ich schaff das, Paul. Versuch noch ein bisschen mehr Augenkontakt in die Kamera, Okay, weil damit die also. Leute deine schönen blauen Augen sehen können. Okay. Hallo Leute. Ja, dann eben meine Footballlaufbahn in Hohenems angefangen, bei den Blue Devils. Dann zum Studieren nach Innsbruck, Medizin. Wann war das? Wann bist du hergekommen? 2014. 14. 15. Ja, 15 was the first season. 2015 war die erste Saison, 2014 hergekommen. Darf ich ein bisschen reinjumpen immer, weil so, wenn du so Jahreszahlen, da kommen bei mir immer Erinnerungen hoch. 2014 hat meine Wenigkeit noch gespielt und irgendjemand hat gesagt, ja, der Vincent Müller von den Blue Devils kommt jetzt zu uns. Und der Flo Krein kannte dich schon vom Junioren-Nationalteam. Genau, ja. Und hat zu mir gesagt, boah, das ist eine Granate, der kann was. Und ich glaube, davor war, hilf mir schnell, welches letztes Turnier hast du Junioren? Kuwait. War das Kuwait, ne? Mit AP und Stanley Genau, ja. und so dem Jahrgang. Und dann hat Flo mir gesagt, hat, ja, okay, cool, ja, jemand aus Hohenems und lässig, dass die Leute jetzt auch eben hierher kommen zu uns, weil ich glaube, davor gab es jetzt eine Zeit lang nicht so viele Hohenemser, weil es davor in der ersten, zweiten Raiders-Generation gab es einige Vorarlberger, aber Teddys verlorener Bruder, genau. Aber eben dann nicht. Und dann zeigt er mir ein Video von dir und ich so, okay, cool, das ist echt, du warst ein sehr guter Athlet, du warst dann auch Heeressport.
Genau, ja. Aber in Vorarlberg noch? Ja. 2013 Heersport und dann eben Kuwait. Genau. Und 14. Ja, 14, stimmt. Und dann warst du hier und hast angefangen Medizin studieren und warst aber, und jetzt korrigiere mich, am Anfang glaube ich noch Receiver bei uns, oder? Das ist sowieso, ich habe eigentlich angefangen als Running Back in Hohenems. Everybody's coming to us as running backs. Like Nico Melcher came here and said, I'm a running back, because he played running back in Carinthia. Dann im Juniorennationalteam Receiver. Aber es war ganz lustig, weil da haben wir gegen die Raiders JV gespielt. Damals waren sie on Tour, glaube ich, in Imst. Und die haben natürlich in Hohenems alles irgendwie spielen müssen. Und unter anderem auch Safety. Und da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Play gemacht gegen Gregor damals. Gregor Hoffmann, hallo. Schau, schön, wenn du zuschaust. Hey Gregor, lieb dich. Und eben, da ist dann sogar nach dem Spiel eben der Schuhan zu mir gekommen. So, ja, eben, damals der Nummer 29. Nummer 29, hey, super Spiel, super Game. So, ja. Und die dann so, also aus Spaß eigentlich gesagt, ja, ihr wollt mir schon ein bisschen so empfehlen quasi für nächstes Jahr. So, ja, fix. Er sofort aufgesprungen, kommst vorbei. Office. Und dann bin ich quasi wirklich echt, ich weiß nicht, ob das vielen passiert, aber mehr oder weniger rekrutiert worden. Dann hat er mir echt irgendwann der Schuhe nochmal geschrieben, ja, eben, wie schaut's aus, kommst du nach Innsbruck, schaust mal vorbei im Office. Und dann hat er mir gleich gesagt, ja, als Running Back bist du zwar ganz gut, aber da haben wir bessere. Wir probieren die mal in der Defense. Ja, und dann ja, hat ganz gut funktioniert. Classic defensive head coach. Ja. Dann warst du hier, hast eigentlich seit 2000, was hast du jetzt gesagt, 14 war deine erste Saison dann? 2015. 2015. Ich und Sean haben da die Ära des Erfolges eingeleitet in Innsbruck. Ich zwar auf der Bank in meiner ersten Saison. Aber Echt? Warst du auf der Bank, oder? bis zum Playoffs, ja. Playoffs war mein erster Start. What was the difference? 14 to 15. Ja. These two guys. Ja. You don't know, now you know. Also die erfolgreiche Ära wurde durch Vincent Müller und Sean Shelton bei den Raiders eingeleitet. Wer es nicht wusste, weiß es jetzt. Alle anderen 20 Spieler am Feld, nur die beiden. Ja, alle anderen 20 waren they're im Jahr also davor auch schon da. They're also important, but what was the big difference? Auf jeden Fall waren dann ein paar sehr erfolgreiche Jahre. Ein paar sehr erfolgreiche Jahre auch für dich persönlich. Ich glaube, du hattest tolle Spiele. Wir haben es jetzt gesehen von 2017 da, den Interception Return Touchdown. Du hast Nationalteam spielen können. Du hast dich als Leader in der Defense entwickelt. Dann auch Team-Captain geworden. Anscheinend Team-Clown auch. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Witzerzähler. Witzkanone. Witzkanone, ja. Ja, also jetzt nicht. Sport und Witzkanone. Ja, Sport. Ja. Learned that in A2. Auf jeden Fall lief dann das so dahin und du hast dein Studium gemacht und dann war das Studium auf einmal fertig und du hast gesagt, ciao Raiders. Genau, ja. Ich bin dann mal weg. Ja. Wo ging es dann hin für dich? Und wann war das? Das war jetzt 2019. War halt eben letztes Jahr im Medizinstudium und das letzte Jahr im Medizinstudium ist nur noch 9 Monate Praktika, also quasi in verschiedenen Stationen, verschiedene Fachspezialitäten ein bisschen durchrotieren und die habe ich eben gar nichts in Innsbruck gemacht. Im größten Teil in Vorarlberg, ein bisschen was im Osten, Ostösterreich. Und dann habe ich natürlich keine Zeit mehr gehabt zum Fußballspielen und habe gedacht, jetzt ist es vorbei für mich. Dass ich dann danach gleich anfange mit Arbeiten. Dann hat sich aber meine Diplomarbeit ewig verzögert. Danke Corona. Hat man so die Möglichkeit gegeben, dass jetzt noch mal eine Saison hinten dran hing. Eigentlich wäre der Plan gewesen, letztes Jahr bei Hohenems die Karriere so ein bisschen auslaufen zu lassen, Genau, ein bisschen so im Coaching helfen. Mehr coachen, so die Grüße gehen raus an unsere Vorarlberger Freunde, Blue Devils, seid lieb gegrüßt, wenn ihr das schaut. Und dann quasi arbeiten und ein Leben beginnen. Dann passierte das. Which happens a lot in the AFL. I mean, the AFL is a pretty young league because when guys finish their studies and get big boy jobs, it's over. It's over. Tough to find the time because again, we practice so much and it's tough time at sick. Und dann kamst du wieder her und hast gesagt, hey, ich spiele doch noch ein Jahr. Und jetzt bist du dabei, bereust du es? Bis jetzt noch nicht. Ja. Ich meine, was man wie gesagt, so Gehirnerschütterung ist nicht ganz cool. Ja.
Also dass man sagen, ja, vielleicht hätte ich es vielleicht doch schon lassen sollen, aber ansonsten, wie gesagt, das Team ist wahnsinnig cool die Saison. Also ist echt eine ganz eine coole Chemie und eine coole Dynamik in dem Team. Und ja. It's completely different, isn't it? Ja. Ja, we've talked It's about completely this. different. Ist echt richtig lustig, wie sie einfach der ganze Team, die The Identität. The environment, Ja. the Stimmung of the team is completely different. Und weil du gehörst ja jetzt eigentlich mit deinen 26 Jahren zu den Älteren. Ja. Und vor 2 Jahren warst du quasi so Mitte und jetzt bist du, Genau, jetzt bist bin du ich einer von den Old Guys. Bist du einer von den Old Guys? Welcome. Yeah. Sean, how are you old? 29. Habitin and I are holding it down at 29. Habitin is the oldest, right? I think he's like a couple weeks older than me. I think he's also a June 91 or maybe May Probably. 91. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt in der Rolle eben auch des Veteranen, des Captains, des Älteren. Und wir haben viele Junge, auch gerade im Defensive Backfield, denen du ja auch noch was beibringen kannst. Die motiviert sind, hungrig sind, was zu lernen, weil die müssen dann vermutlich schon ab nächster Saison Fußstapfen wieder füllen von Leuten, die dann auch in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ja, genau. Nein, eben, da haben wir wirklich, also echt auch eine wahnsinnig coole und talentierte Truppe jetzt bei den DBs. Und es macht richtig Spaß, ja, jetzt die paar Erfahrungen, die ich jetzt doch gesammelt habe, über die Jahre ein bisschen weitergeben kann. Cool. Was sagst du zu unserem amerikanischen Import Defensive Back, Devion Washington? Wahnsinn. Also, das habe ich ihm selber noch gar nicht gesagt persönlich, also muss ich vielleicht noch ein bisschen damit warten, aber für mich, zu meinem athletisch, wahnsinnig gut. Er stellt sich überall hin, macht alles, was man von ihm will, als Punt Returner, jetzt als Receiver. As a receiver, it's been crazy. Ja. It's really been crazy. Like he just stepped in, he's like, yeah, sure, do this. He's like, Ja, machen wir alles. Hat gegen Mailand jetzt mehr oder weniger das ganze Spiel durchgespielt. Offense und Defense. Also, was man There was a couple times like, hey, you need a break or so? He's like, nah, I'm good. Was man echt sagen muss, was in der AFL wahnsinnig anstrengend ist. Ja, Beide spielen. Speed ist hoch, ja. Ja. Ich meine, das CFL auch, ist jetzt nicht die AFL. Und auch menschlich für mich einer von den besten Imports auch, die wir bis jetzt da gehabt haben. Super integriert, super, ne? Genau, ja, wahnsinnig, null Ego, wahnsinnig lustig, echt, ja. Cool. Super, also echt Well, I mean, guter Einkauf. You just talk with the no ego. You're talking about Davion and AJ probably. Both of them. Yeah. Both of them. Ja. Yeah. But not the third one, because that guy. You don't count as an import. Not really, right? No, you're out of the picture. When I we am talk the about back, imports in yeah. Austin, in Innsbruck, nobody would consider you anymore. No, that's true. Good thing I did it in German though, Why? because he wouldn't understand now. AJ would. No, Davion wouldn't. Davion would, yeah. It was nice. So he things. doesn't know I love him. Ja. Also echt eine starke Unit, die ihr da habt. Myra. Junges Talent, alte Hasen wie dich dabei und dazu noch die Unterstützung von Devion. Super Truppe, viel Energie spürt man, ihr seid stark und ja, so kann es weitergehen. Vincent, Paul. wir haben es schon ein bisschen angesprochen, wie es weitergeht für dich. Also du wirst dein Leben dann als Arzt verbringen. Ein Halbgott in Weiß, sagt man doch, oder? Immer noch? Sagt man das immer noch? sogar Weiß ich. Gott. Sagt man sogar schon Gott? Okay. Gott ein Weiß, oder? Okay, ja, auf jeden Fall, ja, du hast dich für Medizin entschieden. Ja. In welche Richtung, die Medizin ist ja sehr vielseitig, in welche Richtung möchtest du dich spezialisieren, wo soll es hingehen? Ja, naheliegend Sport, also so Unfall, Chirurgie, Orthopädie, sowas. Also schon, du würdest dann quasi auch mit deinem Know-how irgendwo am Sport dranbleiben, auch wenn du dann vielleicht nicht nur Footballer behandelst, aber du hast das Gefühl, und das ist das Interessante immer, finde ich, auch bei Physiotherapeuten und Ärzten, die selber Sportler sind, die haben ganz ein anderes Verständnis für einen Sportunfall und für einen Athleten, für einen Menschen, wenn sie wissen, dass der vielleicht wieder zurück zum Sport ist und was Sport auch für die Psyche ausmacht. Ne? Und das finde ich, ist ein ganz cooler Approach, als wenn du jetzt jemand bist, der einfach so nur nach 0815 Dienst macht und sagt, okay, Kreuzband grüßen, okay, Kreuzband zusammennähen. Aber wenn du weißt, da steckt ein Athlet, eine Karriere, ein Mensch dahinter. Ich möchte jetzt nicht den Ärzten unterstellen, dass sie das Menschliche immer weglassen, das möchte ich nicht. Aber natürlich ist ja oft auch Ja, du der hast... Krankenhausalltag jetzt nicht so... Klar, du hast einfach ein bisschen mehr Zugang, weil du eben den persönlichen Hintergrund hast.
was jetzt für gewisse Leute eben dahinter alles drinnen steht. Genau, das Was meine sie ich, sagen, oder? Ja. Ja. Was man auch persönliche Erfahrungen eben mit gewissen Verletzungen und so. Ja. Super. Und dann möchtest du für deine Facharztausbildung, wie unser ehemaliger, mein Teamkollege Fabian Seber, der jetzt so um die halbe Welt reist für seine Facharzt oder seine, nee, das ist auch noch nicht Facharztausbildung, ne? Der macht auch diese... Mit bei ihm noch nicht ganz, aber so halb dazwischen. Ja, also also er wird auch da bleiben. Grüße an Fabian nach Berlin. Möchtest du dann auch weiter in die Welt raus oder möchtest du hier in Innsbruck bleiben oder wo geht die Reise hin? Für einen Anfang bleibe ich, glaube ich, eher da im Alpenraum. Ja. Weil, wie gesagt, eben Unfallchirurgie und Orthopädie ist bei uns in der Region echt eine Nummer, ne? Ja, genau. Ja. Also echt hoch von der Qualität und was man lernen kann. Und dann in weiterer Zukunft mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Bist du ein Reisemensch? Ja, Schon, ne? schon. Ja. Don't get ahead of yourself, Paul. Just ask it. Yeah, but that's one of the questions. Jetzt, ja. Now you confused him. I'm just saying that. He's going to ask you if you like McDonald's or Burger King next. He's going to kill his whole thing. Okay. I'm trying to protect him. Wenn du jetzt, ich weiß, du magst es nicht, vielleicht lassen wir die Frage weg. Ich habe bei mir hier Fun Facts stehen. Was würdest du den Leuten da draußen wie würdest du deinen Charakter im Team beschreiben? Weil vielleicht, das ist ja, da vorne hat auch jemand geschrieben, irgendwas, Vincent Teddys verlorener Bruder, also Teddy, der Comedian. Den Teddy-Mann. Weil den machst du nach und du hast doch immer den Witz drin, aber ich finde, du hast auch dieses, wobei eben, da wollte ich dich jetzt fragen, wie definierst denn du deine Rolle im Team? Can I? Okay. Yeah, probably better. Right? Yeah, please. Probably better. Yeah. I think on every team, you always have one or two guys, maybe a bit more. Yeah. But there's always a handful of guys that are magnetic, right? That people just enjoy being around, people that like listening to them talk, people that are, whether they're good football players or not good football players, or, super impactful on the field, what they do off the field is very, very impactful. And then there's players like me. Well, you're kind of rare in that regard, but I think of guys like Gregor, Fleisch, even before them, Habitin is one of those guys where it's just like when they're around, there's a different energy when they're not around, and I think that's the best way to characterize Vince, since he's one of those guys where when he's not around, the energy is different than when he is around. So Vincent brings positive or negative. No, those guys more are positive always right there. All those guys are always positive. Yeah. Okay. So Vince, you bring the positive energy into the team, sometimes with fun, sometimes with also the serious aspect of concentration to the detail and player, the willing to win, the willing to do the things right, and it's a nice balance that you take it seriously, but you also have fun doing it, which I think is important, which I lose sometimes. So I envy that. Okay. Schönes Porträt, schöner Satz von Sean über Vincent. Das ist, da merkt man, dass die beiden wirklich eine Zeit lang schon zusammenspielen und sich eigentlich mögen, aber ja. You haven't talked to me like at all since I've cut the hair. Yeah, because I'm extremely disappointed. I know I'm dead for you, right? Yeah. Dead is not. You're in a coma. No. You're not quite dead. Okay. But I'm deciding. I have a really tough decision about life support coming up. Ooh. Oh. Yeah, because. Let's move on. Our questions, and I heard Sean want to sprinkle some in. I have one. Sprinkle. Okay, bring the not the first maybe. You want to be the first? No. America first again? No. Okay. No. I can take the back seat. Also, unsere... We can leave that. There's a lot of different ways that could go. Comedy oder Drama? Comedy. I'll go at the end because mine's pretty long. Okay. Yeah. Okay. Hund oder Katze? Hund. Hast du Haustiere? Na, leider nicht. Schokolade oder Gummibärchen?
Schoko. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Fußball oder Formel 1? Weder noch. Okay. Mercedes oder BMW? Skoda. Puzzeln oder Fernsehschauen? Tough. Ich bin ein brutaler Brettspiele-Fan. Können wir auf Brettspiele wechseln statt Puzzeln? Ja. Okay, Brettspiele. Was ist da dein Lieblingsspiel? Momentan das Herr der Ringe Brettspiel. Ist gut? Wahnsinnig cool. Ja? Ja. Okay, muss ich mir merken. Tee oder Kaffee? Wasser. The whole Okay, yeah, Tee, no, it's- Okay, Tee. he asked you 2 choices and you picked a third half the time. It's Rucksack. not like McDonald's, Burger King or Kentucky Fried Chicken. Or other. Okay. It's not So, your choice. McDonald's or Burger King? Answer the damn question. Bakers West. Come on. That's a good answer though. You, Shout out Sasha. You gotta let this one fly. Shout Okay. out Sasha. Be West. Auto oder Fahrrad? Leider Auto, muss ich morgen dann zugeben. Bier oder Wein? Wein. Feiern oder chillen? Chillen. Schwarz oder weiß? Schwarz. Grau. Gelb. Sommer oder Winter? Winter. Superman oder Batman? Batman. Berge oder Meer? Berge. Obst oder Gemüse? Obst. Obst. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Reisen oder zu Hause bleiben? Reisen. Haus oder Wohnung? Haus. Kochen oder bestellen? Kochen. Land oder Stadt? Stadt. Schwitzen oder frieren? Frieren. Echt? Ich habe viel lieber kalt als warm. Okay. Ja. Basketball oder Football? Football. Cheerleading oder Cheerdance? Cheer Dance. Hells yeah. And now, Sean's? Mine's a little more complex. So, you have been tasked to host a concert. Uh-huh. And the concert has to somehow embody you as a person. Who would be singing in the concert? One person. One person. One artist. And what would be the free gift that every single attendee gets? And where would the concert be? Sorry. This is why it's a tough one, because then he has to think about it, and then it's really a bad show. Ja. Yeah, But that's think about it. Yeah, you guys do something. Lieber Chat, bevor der Vince uns jetzt da die letzte Frage beantwortet, könnt ihr noch Fragen stellen. Und ich habe eine große Bitte an euch. Und zwar, es würde mir unglaublich gefallen, wenn ihr Werbung für unsere Twitch-Show macht und nächste Woche noch mehr Leute einschalten, damit das ganze Ding wächst und noch cooler werden kann. Und wer vielleicht noch ein Follow da lassen kann, würde uns auch sehr freuen. Glocke anlassen, dann kriegt ihr immer die Notification. Wir sind immer am Montagabend 20 Uhr online für unsere Show. Also, würde uns sehr freuen, wenn ihr das ganze Ding hier supportet. Und jetzt zur Antwort. Ich bin noch nicht so weit. Okay, dann machen wir weiter. Wie geht's weiter mit den Raiders? Die nächste Woche ist für unsere Kampfmannschaft frei. Das Spiel in Prag wurde offiziell verschoben auf einen Termin im Juni. Aber unsere Raiders 2 spielen am Samstag um 15 Uhr gegen die Amstetten Thunder im American Football Zentrum Innsbruck. Und das wird das erste Spiel sein, wo auch wieder Zuschauer erlaubt sind. Das heißt, ihr könnt ins Footballzentrum kommen, zuschauen. Wichtig wäre nur, dass ihr sie online kauft, weil es wird keine Abend- oder Tageskasse in dem Fall geben. Die Tickets findet ihr dann auf ticket.raiders.at. Und ich glaube, ab morgen oder übermorgen ist der Ticketlink online. Und kommt vorbei und supportet unser Team 2. Ansonsten, Team 1 hat Pause. Am Sonntag findet die Cheerleader-Meisterschaft statt in der USI Innsbruck. Da wünschen wir all unseren Raiderets-Teams nur das Beste. Holt die Medaillen nach Hause, qualifiziert euch dann damit für die Bundesmeisterschaft. Und, weil jetzt sogar passend die Frage dazu kommt, kommen Mädels auch mal. Surprise, surprise, wenn am Sonntag Cheerleader-Meisterschaft ist, wer weiß, wen wir dann am Montag sehen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Und jetzt wieder zurück zu Vincent. Antworten auf die Frage. Okay. Where? Like somewhere in the woods.
Like Just out random there. words. Just random. Okay, in the middle of nowhere. In the middle of nowhere. But it's going to be hard to see the concert with trees. Well, That's part of the experience. you're there for listening, aren't Okay. you? Then Billy Joel, because I just love the guy. And as a free gift, everybody get a pair of these. Oh, Everybody get Birkenstock. Birkenstocks. Awesome. So it's a hippie festival. Yeah, exactly. Pretty much. I would. Everybody gets a Birkenstock and a tie-dye T-shirt. Yeah, sounds great. I would go. I would go too. Yeah. Ja, ihr I would get a Lieben. spot in front of a tree. Or Shakira. Ooh, but she was a tight second. But Shakira can't be in the woods. I feel like the location would have to be Well, different. she'd be wandering around, you know? You think so? Make it personal. I could see Shakira being like on a desert that meets a shoreline. You know what I mean? Yeah, it's the music video. Exactly. Yeah. That's when you think of Shakira. Shakira. Yeah, you think of like a wave coming off a cliff. That's my youth. Changed my life. Yeah. Ihr Lieben. Hey, you invited Vincent, him. no, perfect. Vincent Müller, der geborene Hippie, Leader, Defensive Back, macht irgendwann mal ein Festival für uns. Wir kriegen alle Birkenstocks und Shakira läuft tanzend durch den Wald. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich übergebe das vorvorletzte Wort an Vincent, dann Sean und dann sage ich auf Wiedersehen. Vincent, was willst du noch an unsere Fans da draußen loswerden? Also, ich so viel denken müssen, jetzt muss ich nochmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Sean. Yeah. Thanks for watching, and hopefully we get to see you guys soon. I think we say that every week, but Now it's becoming truth. yeah, now it seems right around the corner in the next few weeks. Hopefully, holding our thumbs, and hopefully we can have a normal game day in Tivoli in front of you guys. It would be awesome. Und ich bedanke mich auch nochmal fürs Einschalten. Vielen Dank für euren geilen Support wieder. Hat mir riesen Spaß gemacht. Nächste Woche Montag 20 Uhr wieder einschalten. Macht es gut, habt einen schönen Abend noch. Schöne Woche, bleibt gesund, bis bald. Vielen Dank. Hopefully having some highlights where you throw 7 to 8 interceptions. Montag 20 Uhr wieder einschalten. Go away.